Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play the Beginner's Guide, bei dem wir hier an der haarscharfen Kante meine ich, und hier wahrscheinlich wieder durch das Tor gehen dürfen, bei dem ein Wärter steht. Kann auch nicht einfach außen rum oder so. Nee. Na dann auf zum Wärter. Schön zu sehen, dass Sie gut angekommen sind. Wir haben die Maschine gefasst. Sie wartet nun auf Sie. Sie können mit dem Verhör beginnen, wann immer Sie möchten. Ich versuche schnell zu sein, ich versuche leise zu sein, ich versuche brutal zu sein. Sehr gut. Allerdings hat jemand die Presse verständigt. Es kann also sein, dass wir hier mit etwas Interesse zu rechnen haben. Eines noch, was Sie über die Maschine wissen sollten. Sie nennt sich Coda. Gott. So muss es sich anfühlen, ein Star zu sein. Furchtbar. Kann ich hier durch? Nee, leider nicht. Komme ich hier durch? Die Maschine. Die 3 Punkte. And of course, it's the machine. Du hast angehalten. Du hast aufgehört, uns zu füttern. Deine Arbeit hat uns am Leben gehalten. Deine Arbeit hat uns gesund gehalten. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was die Leute da draußen wegen dir durchmachen? Was du geschaffen hast, hat uns tagtäglich am Leben gehalten. Wie können wir jemals wieder darauf vertrauen, dass du deine Arbeit machst? Folgendes ist jetzt wichtig. Du musst zu den Leuten rausgehen und dich bei ihnen entschuldigen. Du musst öffentlich zugeben, dass du die Leute hast leiden lassen. Ich war so allein. Entschuldige dich dafür, dass du mich verlassen hast. Nein, nichts. Überleg es dir genau. Ich weiß, wie ich dir wehtun kann. Ich habe gesehen, wovor du dich fürchtest. Na gut, ich werde mich in deinem Namen bei den Menschen entschuldigen. Was symbolisiert das? Symbolisiert es tatsächlich die Gesundheit und das Herz? Oder ist es einfach nur der kreative Geist, der irgendwann natürlich mal ausgeschöpft ist? Oder ausgeschöpft ist das schlecht, aber man hat ja als kreativer Mensch immer mal so eine kleine Down-Phase, was ja eigentlich normal ist. Meine Anhänger, meine Freunde. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Die Maschine wird sich nicht bei uns entschuldigen. Die Maschine will nicht zugeben, uns absichtlich geschadet zu haben. Doch das spielt keine Rolle. Wir sind stärker, als sie meint. Wir werden einen Weg finden, auch ohne sie zu leben. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Lasst uns Vergeltung üben. Lasst uns zeigen, dass wir keine Versager sind. Folgt mir, wir werden die Maschine zerstören. Folgt mir, wir werden alles zerstören, was die Maschine geschaffen hat. Ich finde beides kacke. Ich habe gerade bei den verschiedenen Aussagen, die wir getroffen haben, versucht, recht neutral zu wirken und es nicht so krass auf die Maschine, sag ich mal, zu schieben, weil es halt einfach was schlecht oder gar nicht Steuerbares ist. Und ich wollte es halt so neutral oder so wenig schlimm wie möglich klingen lassen. Aber die Maschine zu zerstören, finde ich nicht gut. Und erst recht nicht das, was sie geschaffen hat.
Kann man an der Stelle verschiedene Entscheidungen treffen? Und warum klingt es immer, als wäre hier irgendwo Wasser? Wenn ich anders geantwortet hätte bei diesen ganzen Aussagen, hätten wir jetzt andere Optionen offen? Falls ihr das schon mal gespielt oder irgendwo gesehen habt, gerne in die Kommentare mal wieder damit. Wir sind wieder auf der Bühne. Das wird doch bestimmt... Was? Okay. Koda, ich werde dafür sorgen, dass deine Arbeit hier stirbt. Koda, ich werde dafür sorgen, dass man dich nie vergisst. Ist es nicht das, wovor du dich fürchtest? Tag ein, Tag aus, den Blick der anderen ausgesetzt zu sein? Klar. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Aber was haben wir davon, wenn wir das zerstören, was er gemacht hat? Oh. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Runter mit der Waffe. Ich weiß nicht, wie ich sie runternehmen soll. Ich habe Angst, den Abschussknopf quasi zu drücken. Bei Enter und WASD reagiert er nicht. Auf meine Maus reagiert er auch nicht. Rechtsklick auch nicht. Nur links. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look.
Es wirkt gruselig. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Es wirkt vor allen Dingen gruselig, horrorelementig. This room actually has a maze in it. Ow! Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Ja, bitte, das war echt ekelhaft, gerade eben. Ach, wieder dieses Schluchzen oder sowas im Hintergrund. Vielleicht nehme ich das auch nur als And to be Schluchzen. fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. 15, 16, 17. Oh shit. Ich kann das leider gerade nur in die eine Richtung drehen. Nein! Ich frage mich gerade, ist das wahr, was er erzählt? Erzählt er uns wirklich die Story über diesen Programmierer? Oder ist das eine ausgedachte Story für das Spiel? The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him.
I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Das mit den 3 Punkten, das haben wir uns ja auch schon gefragt. Die wiederholt I immer just wieder. felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Nein. Oh, Gott sei Dank. Beim letzten Mal bin ich schon da runtergefallen, aber dieses Mal war, glaube ich, eine Wand da. Also ich glaube nicht, dass ich zufällig genau an der Kante gestoppt habe. Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. You stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht weiter anzusprechen. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn? Würde dich das glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest? Die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält. Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Lass sie einfach so, wie sie sind. Aber hat er nicht gesagt, dass Coda die Lampen immer als festen Bestandteil eingebaut hat? Wie ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von... Nee, wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Sag nichts. Das war mir klar irgendwie. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it,
that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Bei der Stimmung. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Warum hat der Zug keine Fenster? Solution. Hallo Leute, ihr habt bestimmt gemerkt, wie es gerade zum Ende hin des Levels, also zu dem, bis der Cut kam, geruckelt hat, beziehungsweise, dass es irgendwie mit dem Ton nicht ganz hingehauen hat. Das lag daran, dass meine Festplatte vollgelaufen ist im Hintergrund. Ich habe es nicht gemerkt. Aber ich habe jetzt mal einen kleinen Cut gesetzt, wie ihr schon seht. Und legen wir in der nächsten Episode wieder los mit Kapitel 17, dem Epilog. Bis dann. Tschüss.